Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti und dem Hellevator, der jetzt ansteht, parallel zum Serverstart von EU18. Ist er nämlich auf allen Servern dabei und der kommt mit einem Update, mit einem Gameplay-Update, was ein Problem versucht zu lösen, was die letzten Hellevator immer wieder repräsent war, seitdem das Thema aufkam, dass Gilden oder Spieler gebaitet haben. Die sind am letzten Tag im Hellevator geliefert damals, um in einer Gilde das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Und diese Problematik hat natürlich zu viel Unruhe geführt und wurde jetzt versucht, über mehrere verschiedene Steps zu lösen. Ein Teil der Idee war, dass nur vielleicht die Held-Tokens anders berechnet werden, wenn man selber eine Gilde verlässt, als wenn man gekickt wird. Aber das alles war nicht so sattelfest, sagen wir es mal. Im letzten Hellevator hieß es einfach mal, wir können gar nicht mehr die Gilde verlassen oder Spieler kicken während dem ganzen Hellevator-Event, und das war halt auch keine gute Lösung, weil es natürlich immer auch Ursachen gibt, dass man vielleicht doch mal einen Spieler kicken muss oder Spieler die Gilde wechseln wollen, und wie gesagt, war auch nicht die finale Lösung. Jetzt ist die Lösung, dass getrennt wird voneinander von den Held-Tokens, die tatsächlich man sich selber im Hellevator erspielt, und den Hell-Tokens, die man bekommt durch die Hell-Attack. Was natürlich irgendwo auch sinnvoll ist, weil die Hell-Attack ist ja ein Gilden-Feature sozusagen, und dass die Token dann innerhalb der Gilde bleiben, macht Sinn. Und das sind ja auch nicht wenig Tokens. Wenn man sich überlegt, gerade im High-Level-Bereich, bei Stufe 5 oder so, wenn man da mitmachen kann, das gibt schon einiges an täglichen Hell-Tokens, und die werden halt nicht mitgenommen, wenn ein Spieler die Gilde wechselt. Und dieser Ansatz ist wirklich ein guter. Dieser Ansatz verringert den Anreiz dazu, dass Spieler eben die Gilden baiten, dass dann am letzten Tag aussortiert wird. Es ist zwar leider natürlich, je nach Server, je nach Situation so, ich könnte es mir vorstellen, dass es trotzdem nochmal passiert, dass diejenigen sagen, ach, auf die Verluste kommt es nicht drauf an, wir haben trotzdem das beste Ergebnis. Dadurch, ja, wäre jetzt nicht so geil. Aber es liegt ja vor allen Dingen an den Spielern, und das ist halt schon nicht so fair und nicht so gedacht. Deshalb, der Anreiz wird deutlich verringert durch dieses Update, und ich hoffe, dass es gut genug ist, sodass eben diese Problematiken einfach vom Tisch sind, dass das nicht mehr passiert. Und wenn es doch passiert, könnte man sich überlegen, dass man vielleicht die Rewards der Hell-Attacks einfach noch wertvoller darstellt, indem man sie mal in zukünftigen Hellevators erhöht. Das wäre vielleicht noch mal so ein Ansatz dann. Aber trotzdem ist es gut, dass daran gearbeitet wurde. Ich denke, der Großteil der Community sieht das auch eher positiv. Kommen wir jetzt mal noch zum eigentlichen Thema. Ich habe im Zuge meines letzten Livestreams ein paar Chars reaktiviert. Auf EU17 zum Beispiel sind wir jetzt Mitglied bei der Roffelbande oder die Roffelbande, die gerade im Moment auf dem Server auf Rang 37 ist. Die macht halt jetzt gerade Raids, also es werden keine Gilden-Attacks gemacht. Mit der wollen wir natürlich in die Top 30, ne? Die Gilde möchte ich da unterstützen, ganz klar. Dann haben wir EU5, dort war ich bei der Heldenschmiede, war nicht sehr aktiv, bin auch gekickt worden, weil die, glaube ich, ein bisschen vor dem Hellevator jetzt auch oder eine Fusion allgemein angestrebt haben und dort eben wahrscheinlich versuchen, sehr weit zu kommen. Bin jetzt über den Gildenfinder, aber bei der Gilde 508 Crew gelandet. Und ja, bin auch vom Level her recht gut dabei. Die Gilde ist im Moment auf dem Server auf Rang 13. Also ich weiß nicht, ob wir die Chance haben, mit dieser Gilde in Richtung Top 10 zu spielen beim Hellevator. Ich werde schauen, was ich dafür tun kann. Top 15 sollte ja dann auf jeden Fall machbar sein. Theoretisch, ne? Ehrenhalle reißt nicht immer, dass es beim Hellevator genauso ist. Das ist ja das Interessante am Event, deshalb mag ich den Hellevator so. Der Hellevator ist für mich das geilste Event, der führt dazu, dass ich Chars reaktiviere. Das ist echt heftig, ja. Dann haben wir natürlich Fusion-Server 24, mega interessant. Für mich jetzt als Spieler nicht ganz so, weil natürlich Prophecy auch eine ehemalige Top-10-Gilde kämpft vielleicht um die Top 30, 40. Das wird sich im Hellevator zeigen, ob die das wirklich halten können. Auch da werde ich natürlich versuchen, bestmöglich zu spielen. Ich muss hier auf jeden Fall noch meine Skills machen. Das wollte ich eigentlich mal in einem Video machen. Aber hier ist der Server eigentlich noch interessanter wegen der Analyse. Einfach nur, weil halt mega viel Dynamik nochmal entstanden ist. Also die Top 5 im Moment, da kann theoretisch jeder vielleicht die, ja wohl, nee, Avalanche, ich glaube, das werden die nicht schaffen vom Level her. Aber Dead Valley auf jeden Fall
Metropolis, It Happens und Oblivion. Die sind alle im Durchschnittslevel jetzt ungefähr zwischen 4, 5 Level. It Happens hat mit 622 wahrscheinlich das höchste, aber die Level sagen ja nicht unbedingt was über die Skills aus. Also das wird mega interessant, wer hier die Profilbilder bekommt. Dann haben wir natürlich noch EU18, ne? Das ist ganz klar für mich. Da wird ein eigener Part kommen. Da müssen wir natürlich den Char auch upgraden und ich werde in einer Gilde spielen, die vielleicht perspektivisch auch Top 5 Niveau oder Top 3 Niveau ist. Ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen, aber möglich ist es zumindest, wenn ich auf das schaue, was einzelne Spieler im Discord so posten. Und das wird natürlich von Helleweter auch interessant. Dann haben wir natürlich noch den Main-Char Fusionsserver 23. Da ist es aus Spielersicht für mich interessant, dass wir mit der Gilde Profilbild bekommen auf dem Server. Beim letzten Mal hat es, glaube ich, nicht geklappt. Also das ist die einzige Chance für mich wirklich, mit der ich rechne auf ein Profilbild. Deshalb wird hier auf jeden Fall als erstes bei mir jeden Tag der Helleweter durchgespielt. Und ja, aber wir haben noch EU1. Und wer es vielleicht weiß, zuletzt war es ein bisschen ruhig, habe ich ja Hannihausen gegründet. Eine Gilde einfach, weil ich sagen will, ich will EU1 nicht ganz außer Acht lassen, aber ich spiele halt nicht wirklich aktiv. Und ich habe die letzten Wochen nicht aktiv gespielt. Es sind fast alle Spieler inaktiv gewesen, über 21 Tage, die irgendwo drin waren. Ich habe im Prinzip nur, Moment, siehst du mal, ich bin so selten Gildenleiter. Ich habe nur die Spieler mit ab einem gewissen Level drin gelassen. Also die meisten haben gar nicht viel weiter gespielt als Rang 25 oder Level 25. Und den Tauber habe ich natürlich drin gelassen, weil er ja auch als Offizier fungiert hatte. Und ja, 2 neue Spieler haben wir schon drin. Und Gorgos vor allen Dingen ist auch reingekommen. Und ich weiß nicht, ob Gorgos auch Bock hat, einen Helleweter auf dem Server zu spielen. Geil wär's, weil beim letzten Mal, glaube ich, habe ich es nicht geschafft, den legendären Edelstein-Reward zu bekommen. Und wenn der Gorgos da aktiv mitmacht mit seinem Level, sollten wir das ja vielleicht schaffen können, dass wir den legendären Edelstein bekommen. Ich will da auf jeden Fall auch reinpilzen, so gut wie es geht mit meinem Char. Und würde mich freuen, falls ihr noch einen Char auf EU1 habt oder ihr wollt vielleicht irgendeine Klasse antesten, einen Paladin oder ein was auch immer, dann nehmt gerne EU1, joint uns. Wir sind findbar über den Gildenfinder und unterstützt uns im Helleweter. Ich muss aber dazu sagen, danach wird es höchstwahrscheinlich nicht sehr viel passieren auf diesem Char oder auf diesem Server. Deshalb, ja, ihr könnt ja dann vielleicht auch zu anderen Gilden wechseln oder ihr spielt dann einfach nur wieder den nächsten Helleweter mit. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr reinjoint. Und das war es dann erstmal von mir. Ich wünsche euch was. Ich freue mich mega. Ich hoffe, ich kriege das alles hin, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.